Hallo meine Freunde, hola Madridistas, willkommen zu Mario 2.0. Und wenn ihr euch fragt, warum 2.0, Mario hat das ganze Video aufgenommen, ohne auf Play zu drücken. Tada! Sehr gut. Naja, wie dem auch sei. Wir unterhalten uns heute in dem Video natürlich über unsere Nationalspieler. Für die ersten ist die Länderspielpause bereits vorbei. Die Jungs sind bereits auf dem Weg nach Madrid. Für einige war es sehr erfolgreich, für die anderen nicht so. Wir schauen natürlich darüber. Dann schauen wir auch drauf, auf wen müssen wir heute achten, denn ein Spieler von uns ist heute aktiv. Und dann unterhalten wir uns über den Kalender von Real Madrid im September. Was da auf unsere Jungs wartet nach der Länderspielpause, wird verdammt hart. Es ist ein wegweisender Monat für den Rest der Saison. Und zu guter Letzt beenden wir das Video heute mit sehr guten Nachrichten rund um Jude Bellingham. Der englische Nationalspieler befindet sich auf dem Endspurt seiner Erholung und könnte bald schon wieder für Real Madrid spielen. Was da los ist, erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß dabei. Ja, die Pause ist vorbei. Real Madrid hatte ja 4 Tage trainingsfrei. Heute um 16:30 Uhr ist wieder das erste Teamtraining von Real Madrid unter Xabi Alonso. Für diejenigen, die sich wundern, warum so spät, ein Xabi Alonso hat das natürlich mit Absicht gemacht, denn er hofft, dass die ersten Nationalspieler wieder zurück sind und heute direkt am Teamtraining teilnehmen können. Über wen redet er? Über die Spieler, die gestern ihr zweites Spiel gemacht haben und schon wieder langsam aber sicher in Madrid eintrudeln. Fangen wir an mit dem ersten, Antonio Rüdiger. Die Deutschen mussten gewinnen, die Deutschen haben gewonnen. Antonio Rüdiger gewinnt mit Deutschland 3:1 gegen Nordirland, unter anderem mit einem sehr schönen Freistoßtor von Florian Wirtz. Wer das nicht gesehen hat, lade ich euch ein, geht auf YouTube, schaut euch die Wiederholung an, schönes Tor. Aber uns interessieren eher die Madrid-Spieler. Ein Antonio Rüdiger hat von Anfang an gespielt, hat sich auf jeden Fall gesteigert im Vergleich zum Spiel gegen Slowakei. Ihr seht die Bewertungen, ihr seht auch die Heatmap. Er hat das sehr weit rechts gespielt. Naja, wenn die Deutschen mit einer Dreierkette spielen, ist das eine Position, die ihn in Real Madrid im Laufe dieser Saison mit Sicherheit auch noch einmal erwartet. Dann kommen wir zu Thibaut Courtois. Ich habe gesagt, er wird gestern nicht viel zu tun bekommen. Ich habe recht behalten. Auch das Spiel gewinnt Belgien mit 6:0. Wenn ich mich nicht täusche, haben sie beide Spiele mit 6:0 gewonnen. Der erfolgreichste Nationalspieler mit Abstand in dieser Pause war für Real Madrid Thibaut Courtois. Dann kommen wir zum Duell der Madridistas. Gestern Dienhausen und Dani Carvajal mit Spanien gegen Arda Güler und die Türkei. Und man muss sagen, Spanien hat die Türkei überrollt. Spanien gewinnt in der Türkei mit 6:0. Und das, obwohl der türkische Torwart mit Sicherheit noch 3 oder 4 starke Paraden gemacht hat. Die Türkei hat mich persönlich etwas enttäuscht oder sogar sehr enttäuscht. Ich persönlich schaue ja jedes Spiel der Türken seit 1,5 Jahren. Und das war das schlechteste Spiel, was ich wahrscheinlich von der Türkei gesehen hatte. Hat mich ein bisschen an die Niederlage gegen Österreich erinnert. Ich persönlich fand es aber noch schlechter, um ehrlich zu sein. Ich hätte vor allem in der Türkei mit mehr Gegenwehr gerechnet. Aus Sicht von Real Madrid tat mir ein Arda Güler leid. Ich kann euch so viel verraten, ich bin Spanier, habe das Spiel also nicht ganz neutral geguckt. Als es noch 0:0 stand, 1:0 oder 2:0, wo es noch so ein bisschen spannend war, habe ich immer Schmetterlinge oder Anspannung im Bauch gespürt, wenn Arda Güler oder Kenan Yildiz am Ball waren. Das waren für mich die 2 gefährlichsten Spieler der Türkei, zumindest solange es noch 0:0, 1:0, 2:0 stand. Danach sind irgendwann die Dämme gebrochen. Danach haben die ganze türkische Nationalmannschaft hat sich so ein bisschen dem Schicksal ergeben. Naja, jeder von uns hat in seinem Leben schon mal eine harte Niederlage. Vielleicht lernt Arda die Türkei aus dieser Niederlage. Man muss sagen, nachdem sie das letzte Mal verloren haben in dieser Höhe gegen Österreich, kurz danach haben sie eine überragende EM gespielt. Ich persönlich würde mich für die Türken sehr freuen, denn ich hoffe natürlich, die Türkei und vor allem ein Arda Güler qualifizieren sich für die WM. Ich würde mich für den Jungen einfach riesig freuen. Und für diejenigen unter euch, die sich heute von ihren deutschen Arbeitskollegen ärgern lassen müssen, vergesst nicht, Spanien hat vor nicht allzu langer Zeit auch gegen Deutschland mit 6:1 gewonnen. Naja, vielleicht habt ihr da etwas für die Mittagspause in der Hand. Naja, auf der anderen
anderen Seite muss man sagen, Dienhausen. Mir fehlen die Worte für diesen Jungen. Wie kann man bei Sofascore eine 8,2 bekommen als Innenverteidiger ohne ein Tor und ohne ein Assist? Ja, so ein Fußballer ist Dienhausen. Real Madrid hat einen der besten Innenverteidiger der Welt gekauft, der, wenn er sich so weiterentwickelt, der beste Innenverteidiger der Welt wird. Was für ein Spielaufbau, was für eine Sicherheit, was für ein Kopfballspiel, auch in den Zweikämpfen. Hier und da hat er noch einen kleinen Wackler drin, das ist seinem Alter geschuldet. Daran muss er noch ein bisschen arbeiten, daran muss er noch ein bisschen feilen. Aber Dienhausen, sehr starkes Spiel gestern für Spanien und wir Madridistas freuen uns natürlich für unseren Nationalspieler. Dani Carvajal durfte sich gestern ausruhen, auch keine schlechten Nachrichten für Madrid. Ja, das waren die ersten Nationalspieler, die jetzt wieder auf dem Weg zurück nach Madrid sind. Heute müssen wir Madridistas dann nach Simbabwe schauen. Dort spielt Kylian Mbappé, wollte ich schon sagen. Nein, ein Brahim spielt dort mit Marokko, nachdem sich Marokko bereits für die WM qualifiziert hat. Ich drücke Brahim und Marokko natürlich die Daumen. Ja, das sind die Spieler, die heute aktiv sind. Heute also nur einer. Der Rest ist, wie gesagt, auf dem Weg nach Madrid und es wird höchste Zeit. Denn was auf Madrid im September wartet, ist knallhart. Nächste Woche Samstag startet bereits das erste Spiel, wo Madrid bekanntermaßen nach einer Länderspielpause sich immer sehr schwer tut. In den letzten Jahren war das immer so, es ist auf der einen Seite auch normal, die ganze Mannschaft von Madrid ist fast rund um die ganze Welt unterwegs, haben viele Kilometer in sich, haben mit einer anderen Mannschaft gespielt, müssen sich wieder in die Taktik, in alles einfinden. Es ist normal, dass die Ergebnisse nicht so toll sind. Und deshalb ist der erste Gegner, der Real Madrid erwartet, kein guter, denn es wartet Real Sociedad San Sebastián. Das sowieso immer eins der härtesten Spiele in der Saison ist und das direkt nach einer Länderspielpause. Ich bin gespannt, wie ein Xabi Alonso dieses Spiel angeht. Wie geht er um mit den Südamerikanern, mit einem Fede Valverde, einem Mastantuono? Die landen erst kurz, 1-2 Tage vor dem Anstoß. Bin ich gespannt, ob sie spielen oder ein Xabi Alonso rotieren wird. Aber nachdem wir gegen Real Sociedad gespielt haben, geht es 2-3 Tage später in der Champions League weiter gegen Olympique Marseille. Ein Spiel, was Real Madrid gewinnen muss. Real Madrid hat in dieser Champions League quasi 2 Ziele. Zunächst einmal unter die Top 8 zu kommen, denn damit du dich direkt in die Viertelfinals der Champions League qualifizierst. Und das zweite Ziel, ich rede natürlich nur über Ziele in der Vorrunde, das Ziel ist immer die Champions League zu gewinnen. Naja, aber das zweite Ziel ist, so weit wie möglich oben in der Tabelle zu bleiben. Ich habe es euch erklärt, umso weiter du oben in der Tabelle bist, umso länger hast du Heimrecht in den K.O.-Spielen. Also, Madrid sollte, wenn möglich ist, irgendwie unter die Top 4 schaffen. Und wenn du das schaffen willst, musst du gegen Marseille gewinnen. Und die haben sich auch gut verstärkt. Also, wie gesagt, nach einem harten Spiel das nächste. Dann kommt erstmal das theoretisch auf dem Papier leichteste Spiel. Dann spielt nämlich Real Madrid zu Hause gegen Espanyol Barcelona. Aber ich glaube, viele von euch denken das Gleiche wie ich. Gegen die haben wir noch eine Rechnung offen. Das ist das Spiel, wo unerklärlicherweise letztes Jahr der Gegenspieler von Espanyol Barcelona keine rote Karte bekommen hat für den Horrortritt an Kylian Mbappé. Und wie das Schicksal es so wollte, ausgerechnet der Spieler macht danach den Siegtreffer für Espanyol Barcelona. Naja, wie dem auch sei, ich finde, Real Madrid hat noch eine Rechnung offen. Danach das nächste sauschwere Spiel in Levante. Levante hat letzte Woche gegen Barcelona gezeigt, was für ein harter Knochen dieser Aufsteiger ist. Barcelona hat mit Hängen und Würgen in der 92. Minute durch ein Eigentor mit 3:2 gewonnen, damit man mal sieht, wie stark Levante ist, vor allem zu Hause. Und dann kommt das schwerste Spiel von allen. Das erste Spiel gegen einen Titelkonkurrenten auswärts bei Atletico Madrid.
Atletico Madrid ist mit Sicherheit nicht gut in diese Saison gestartet. Aber Atletico Madrid, ihre ganze Saison dreht sich rund um die Spiele gegen Real Madrid. Wenn sie gegen Real Madrid gewinnen, ist der Saisonstart für die Fans direkt wieder vergessen. Atletico Madrid ist auch noch aufgeheizt nach dem letzten Spiel in der Champions League dort. Wir erinnern uns an die Doppelberührung von Julian Alvarez, wo danach die Regel geändert wurde, nur weil sie einmal für Real Madrid gelaufen ist. Ja, egal, anderes Thema. Danach gab es aber auch noch Stress mit den Fans und den Spielern. Also das wird ein sehr aufgeheiztes und sehr schweres Spiel für Real Madrid. Und wenn das noch nicht genug wäre, 3 Tage später muss Madrid fast bis nach China fliegen, um gegen Kairat Almani zu spielen. Naja, wie dem auch sei, mein Missverständnis oder mein Unverständnis kennt ihr. Ich kann mir nicht erklären, wieso du, um in der Champions League zu spielen, keine Ahnung, 10 Stunden, 9 Stunden im Flugzeug sein musst, mitten in der Woche, um dann wieder zurückzufliegen. Und das erste Spiel im Oktober ist direkt gegen Villarreal, also auch kein einfacher Gegner. Aber wie ihr seht, ein unglaublich schwerer Kalender für Real Madrid, teils wegen der Reisestrapazen, teils wegen der Härte der Gegner. Und dieser September wird direkt die Weichen legen für den Rest der Saison. Wir werden die Handschrift von einem Xabi Alonso sehen, wie die Rotationen aussehen wird. Also ich bin gespannt und drücke natürlich unseren Jungs die Daumen, dass wir diesen September so gut wie möglich abschneiden. Ja, wer dabei helfen soll, dass wir diesen September so gut wie möglich abschneiden, sind unter anderem Eduardo Camavinga und Endrick. Laut übereinstimmender spanischer Medienberichte sollen diese beiden Jungs am besten heute wieder ins Mannschaftstraining einsteigen und Teil der ersten Mannschaft von Real Madrid werden. Sehr gute Nachrichten für Xabi Alonso. Vor allem ein Eduardo Camavinga wurde dringend gebraucht. Das Mittelfeld von Real Madrid ist schon sehr dünn besetzt und wie gesagt, ein Fede Valverde kommt vor dem Spiel gegen Real Sociedad, ich glaube erst 1 oder 2 Tage vorher, landet er wieder in Spanien. Sind wir mal gespannt, ob der Franzose von Anfang an wichtig wird oder ein Xabi Alonso ihn langsam heranführt. Mal schauen, ich bin gespannt. Vielleicht kriegt ja auch ein Thiago Pitach seine Chance oder ein Dani Ceballos. Wir werden es sehen. Ja, wie dem auch sei, gute Nachrichten, dass die beiden wieder zurück sind. Aber ein anderer, der schon länger verletzt ist, ist auch auf dem Weg zurück. Was da los ist, lesen wir uns zusammen einmal durch. Bellingham bereit mit anzupacken. Es wird erwartet, dass er diese Woche mit dem Ball auf dem Feld an Fahrt gewinnt und sogar eine teilweise Anwesenheit in der Gruppe nicht ausgeschlossen ist. Bellinghams Rückkehr rückt näher. Der Engländer plant diese Woche seine Arbeit mit dem Ball auf dem Feld zu intensivieren und selbst eine Teilzeitbeschäftigung mit der Mannschaft ist nicht ausgeschlossen. Nach 4 freien Tagen wird Madrid am Montagnachmittag wieder mit dem Training beginnen und das mit der guten Nachricht, dass Jude einen weiteren Fitnessschritt gemacht hat. Ab diesem Zeitpunkt beginnt der Countdown für seine Rückkehr in die Mannschaft und die anschließende Spielfreigabe. Der Spieler fühlt sich sehr gut erholt und möchte so schnell wie möglich mithelfen. Und dies wäre ein weiterer Schritt zur Erfüllung seines Wunsches. Es sind 54 Tage vergangen, seit Bellingham sich seiner Operation wegen einer wiederholten Verrenkung seiner linken Schulter unterziehen musste. Real Madrid beendet seine Teilnahme an der Clubweltmeisterschaft am 9. Juli und eine Woche später unterzog sich der Engländer einer Operation, um ein Problem zu behandeln, das ihn seit seiner ersten Saison als Realspieler plagte. Vor ihm lagen 3 Monate Pause, die Jude nach einer problemlosen Genesung und perfekten Fortschritts vom ersten Tag an etwas verkürzen könnte. So sehr, dass die Ärzte Bellingham bremsen müssen, der schneller als erwartet zurückkehren möchte. In dieser Phase seiner Genesung und mit weniger als 2 Monaten Spielpause ist Madrid froh, dass es dem Spieler gut geht. Aber es gilt weiterhin das Null-Risiko-Prinzip. Man lasse sich Zeit, damit er wieder spielen kann, wenn er wieder bei 100% ist. Madrid hat seine Rückkehr für Mitte Oktober geplant und es ist möglich, dass Jude diese Prognose etwas kürzt, aber nicht zu sehr. Denn das Ziel ist es, kein Risiko einzugehen und eine erfolgreiche Rückkehr zu garantieren. Ja, der Artikel geht dann noch ein bisschen weiter, aber ihr hört selbst, Jude Bellingham ist kurz vor einem Comeback. Seine Genesung verläuft deutlich besser, als viele Madridistas es befürchtet haben. Wenn es nach ihm ging, würde es sogar noch schneller gehen, aber die Mannschaftsärzte von Madrid müssen ihn da ein bisschen bremsen. Kein Risiko, wir möchten den Jude Bellingham zurück, der in seinem ersten halben Jahr
das Santiago Bernabéu fasziniert hat. Er kam in ein Real Madrid, was gerade einen Karim Benzema verloren hatte, einen Ballon d'Or. Und alle haben gesagt, ein Karim Benzema, Madrid wird diesen Verlust nicht kompensieren können. Und dann kam ein Jude Bellingham mit 19 Jahren aus Dortmund und hat viele Rekorde von Real Madrid pulverisiert, unter anderem einige Rekorde von Cristiano Ronaldo, hat in jedem Spiel getroffen. Es war das Real Madrid von Jude Bellingham. Er war auf direktem Weg, den Ballon d'Or zu gewinnen. Bis die Schulterverletzung kam. Und was wir jetzt seit 1,5 Jahren sehen, ist Jude Bellingham light. Es ist nicht der befreite Jude Bellingham, der frei aufspielen darf in die Zweikämpfe. Der ist ja auch ein richtiger Kämpfer, der geht in die Box, in die Kopfbälle etc. Das haben wir in den letzten 1,5 Jahren nicht gesehen. Und das ist der Jude Bellingham, auf den sich der gesamte Madridismo freut. Wenn wir den Jude Bellingham wiederbekommen, wird Real Madrid auf ein nächstes Level gehoben. Und das Ganze kurz bevor der Ernst der Saison beginnt. Die Champions League fängt langsam an. Aber wir haben jetzt auch schon 8. September, also fast Mitte September. Und ein Jude Bellingham soll spätestens Mitte Oktober wieder da sein. Vielleicht sogar ein bisschen früher. Das heißt, wir befinden uns auf dem Endspurt, damit Jude wieder für Real Madrid aufläuft. Für mich ist das eine riesige Freude. Jetzt bin ich gespannt, wie ihr das Ganze seht. Lasst eure Meinung zu Jude Bellingham bitte in den Kommentaren, gern auch zu den Nationalspielen etc. pp. Wenn ihr schon mal da seid, liken, teilen, follow nicht vergessen. Wir sind weiterhin auf dem Weg zu den 15.000. Wäre eine Riesenfreude für mich. Ja, morgen sehen wir uns, wenn ich es schaffe, in einem ganz kurzen Video. Denn morgen geht mein Flug zurück. Dann geht es wieder zurück nach Spanien. Dann werdet ihr ab übermorgen spätestens einen anderen Hintergrund sehen. Aber trotz alledem sage ich mal, wir sehen uns hoffentlich morgen wieder. Bis dahin.